Die Neuheit von Adria, smart und simpel. Da stehen wir jetzt davor. Und bei mir ist der? Ich bin der Alex vom Hause Adria. Und was ist deine Aufgabe hier? Ach du, ich bin im Vertrieb tätig. Ich kümmere mich um unsere Händler und bin auch hier auf der Messe, um das eine oder andere zu präsentieren. Ja. Du hast gesagt, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, weil es ist anders. Es ist irgendwie nicht ganz eingestaubt. Auch die Kulisse zeigt uns das schon. Es Genau ist irgendwie mal eine ganz andere Farbe. Sieht man hier jetzt auch nicht so oft. Vor allem auch nicht bei Adria, oder? Gelb ist eigentlich nicht so. Nein, Adria ist ja schon vom Styling her immer anders als andere. Wer Plüsch und Pomp mag, der soll woanders hingehen. Wir sind einfach straight. Okay. Und dann ist natürlich sowas hier auch mit unserer Kulisse einfach mal völlig anders. Okay. Und warum smart und simpel? Ja, wir müssen ja so ein bisschen über nachdenken. Die Generation von heute, Pkw-Führerschein, Anhängerlasten, das ist ja ein Haufen Technik, die immer damit eine Rolle spielt und die Führerscheine, die es ab dem Jahr 2000 gibt. Und da müssen wir uns natürlich ein bisschen drauf einstellen. Große Wohnwagen gibt es überall, ja, aber einfach Smart. das haben wir. Ja, so ist es. Ja, ich glaube auch, dass viele, die jetzt im Campingbereich anfangen, die wollen dann nicht gleich irgendwie einen C-Führerschein machen, das ist ja ganz klar. Und, oder auch einen Anhängerführerschein, einen größeren. Kann man dann mit einem normalen 3,5 Tonnen den fahren? Ja, natürlich kannst du den fahren. Ja, okay. Den kannst du ziehen, den kannst du fahren, den kannst du auf dem Campingplatz leicht rangieren. Da muss man nicht großartig irgendeine Mover haben oder irgendwas, sondern es ist einfach simpel. Okay. Und das heißt, es geht hier vor allem ums Gewicht, oder? Ja, klar. Gewicht, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Und wir haben hier einen Wohnwagen, der hat 750 Kilo Masse fahrbereit. Das heißt also 800 Kilo Gesamtgewicht oder 1000 Kilo, je nachdem. Ein bisschen Zuladung braucht man auch. Also einfach was für die Jugend, für die junge Welt. Okay. Und wie spart man dann jetzt hier Gewicht im Gegensatz zu anderen Wohnwagen dann? Du, pass auf, wir gehen einfach mal rein. Da kann ich das am besten Vielleicht zeigen. aber auch erstmal außenrum. Außen. Okay. Wenn wir ein bisschen, also wir zeigen erst ganz gern immer außen alles, was eben da an Besonderheiten ist und natürlich um die Spannung so ein bisschen zu halten, was Ja, dann auch klar. innen auf uns wartet. Genau, also wenn wir jetzt mal vorne anfangen, also ich sehe hier sind so Kunststoffbehälter. Für was sind die gut? Also mal grundsätzlich muss man mal überlegen, wenn wir Gewicht irgendwo sparen wollen, dann hat das auch ein Stück weit was mit der Größe, mit der Gesamtlänge zu tun. Ja. Wir haben hier einen kleineren Wagen. Ja. Wir haben, das was du gerade schon richtig gut erkannt hast, mit diesen Kunststoffboxen, ein simpel, einfaches System. Die Boxen kann ich rausnehmen, da gehe ich mit in meine Wohnung, in mein Haus, räume Utensilien aus meinem Kleiderschrank, aus meiner Küche da rein und nehme die gepackte Box und stelle sie vorne rein. Ja, okay. Einfach anders als andere. Oder auch genauso, es klingt banal, diesen Abwassertank, den wir hier drin haben, der gehört einfach hier auch in unserer kleinen, gemütlichen Ausstattung, in der jungen Ausstattung, in der günstigen Ausstattung einfach mit dazu. Okay. Weil, typisches Beispiel, ich fahre irgendwo im Urlaub, stehe auf der Autobahnraststätte, muss auf Toilette, will mir die Hände waschen. Das Wasser läuft normalerweise immer irgendwo raus. Den stelle ich einfach zack unten drunter, Wasser läuft in meinen Abwassertank rein, den packe ich wieder dahin und alles ist gut. Okay, Wie? also das heißt, und warum hat man den jetzt nicht im Wohnwagen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, weil das Wasser einfach immer unten rausläuft. Ja? Beim Reisemobil hast du immer irgendwo einen Abwassertank, der das Grauwasser irgendwo auffängt. Ja. Der ist montiert, fest montiert. Ja. Beim Wohnwagen hat man das flexibel. Okay. Das heißt, den kannst du hier reinstellen, den kannst du dahin stellen, wo du ihn brauchst. Ja. Und wenn du eben auf dem Autobahnparkplatz stehst, dann schiebst du den unten drunter. Da, wo das Wasser rausläuft, läuft er dann in den Tank rein, machst den Deckel wieder zu und verstaust den dann. Unter den Wohnwagen? Ja, klar. Okay. Logisch, weil... Also nicht irgendwie in die Schublade unten rein? Nein, nein, okay. unter den Wohnwagen. Weil Okay. wenn wir uns jetzt unter den Wohnwagen legen würden, dann würden wir sehen, dass da ein Rohr unten rauskommt. Und da läuft das Abwasser raus. Okay. Wieder was dazugelernt. Ja, wusste ich auch nicht. Nee, also ich muss sagen, bei German Television, wir filmen gar nicht so oft Wohnwagen. Deswegen bin ich da noch nicht so bewandelt. Aber das wollten wir uns natürlich jetzt auf jeden Fall angucken. Und ich finde das wirklich schon anders. Also so in dem Stil habe ich das auch noch nie gesehen mit so Kunststoffboxen. Aber Es spart total cool ist und es spart natürlich auch sehr viel Gewicht, ne? Ja, natürlich, Also mit dem- ganz klar. Weil Gewicht ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und da müssen wir drauf achten. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, die Boxen, die sind ja von Ikea. Kann man da verschiedene Boxen einsetzen? Dann geh doch mal zu Ikea in die Abteilung und da findest du bestimmt das ein oder andere. Das heißt, das ist individuell, was man da einsetzen kann. Okay, ist egal. Okay, deshalb. Die Halterung, die ist stabil, die ist gut. Und die kannst du universell nutzen, egal was du da für eine Box dran Ich machst. frage nämlich, bei den meisten anderen ist es ja so, ja, dann geht man bei uns zum Zubehör, genau, und dann... Das heißt, so eine Box 138 Euro. Nee. Adria, Ikea,
wir wollen ja keine Schleife machen. Also dieses, wie heißt das, dieses dänische Möbelhaus, ne? Oder dieses schwedische, ne? Ja, genau. Ne? Nee, also Jeanne, das hast du gut erkannt und ich finde es auch total genial, weil man kann halt auch wirklich, wenn man zu Hause einfach ein paar Boxen schon hat, ja, warum soll ich mir dann welche extra kaufen, kann ich ja hier auch reinhängen, ne? Also das sind alles so Sachen, ja. Es ist tatsächlich so, du nimmst die Box raus, gehst mit der Box in dein Wohnzimmer, in deine Küche, in dein Schlafzimmer, räumst die Klamotten rein, die du einfach mitnehmen willst und nimmst die Box dahin. Ja. Fertig aus. Easy. Ja. Einfach. Simpel. Nur hier vorne gesehen, aber ich finde, farbtechnisch ist das schon ziemlich cool gestaltet. Deshalb bin ich gespannt, wie es von innen und noch weiter außenrum aussieht. Ne? Also man merkt, es ist für eine junge Zielgruppe gemacht. Es ist sehr jung gestaltet und natürlich ist es nicht für jeden Geschmack was, aber es ist auch schwierig, immer jeden Geschmack zu treffen. Um Gottes Willen, weil Geschmack, das ist ja bekanntermaßen bei allen gleich. Ne? So, aber du hast es vorhin schon richtig gesagt. Eingestaubt, das machen irgendwelche anderen. Ja. Wir sind Pep. Okay. Cool. Also ich merke, du stehst auf jeden Fall sehr hinter der Marke. Finde ich sehr cool. Natürlich, du arbeitest auch im Vertrieb. Ich denke, da muss man auch von der Marke ein Stück weit überzeugt sein, oder? Muss man. Aber auch das Interessante oder das Gute ist ja, ich arbeite nicht Camping, ich lebe Camping. Das heißt, ich mache Campingurlaub. Ja. Und das ist einfach klasse. Ja. Passiert es schon auch mal, dass du bist dann unterwegs, privat willst eigentlich Urlaub machen und dann fällt irgendwie, ja, ich bin Verkäufer für Campingmobile und dann geht's los, dann sagen die Leute, was gibt's für neue Modelle und hier und da, was kannst du empfehlen? Und klar, das gibt's. Also das habe ich zum Anfang auch gemacht, aber normalerweise bin ich immer inkognito. Ja, es weiß keiner, dass ich irgendwo im Vertrieb bin oder irgendwas mit Camping zu tun habe. Ich bin einfach Urlauber wie jeder andere auch. Ja. Natürlich, ich unterhalte mich sehr viel mit den anderen Campern und man hört natürlich auch so ein bisschen raus, was wollen die, was finden die gut, was finden die weniger gut. Also ich oute mich relativ selten. Ja, wahrscheinlich auch sinnvoll, weil sonst kann man gar nicht mehr abschalten, oder im Urlaub? Nein, sonst kommt jeder und sagt, du, ich habe da nur mal eine kleine Frage. Und der Tag ist gelaufen und meine Frau kriegt einen Hals. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Nee, also wenn ihr Reisemobilverkäufer seid und im Urlaub seid, dann lasst es lieber so stehen, ohne irgendwas zu sagen und unterhaltet euch ganz normal mit den anderen Campern. So, was haben wir jetzt hier? Also Stromanschluss? Stromanschluss, Wasseranschluss. Wie bei den Großen, sag ich mal. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Wie bei den Großen so. Und man merkt schon einfach hier so auch am Außendesign, da ist nichts eingestaubt, sondern das ist einfach Pep, das ist jugendlich, das ist mit Schwung. Okay. Ja. Dieser typische durchgehende Streifen, den wollen wir hier definitiv nicht sehen. Nein, genau. Nein. Um Gottes Willen. Also wir sind auch nicht bei der Marke mit dem Stern, die da eher ein bisschen konservativer sind, sondern wir sind eben einfach anders. Okay. Ja, dann haben wir hier auch eine Toilette mit drin. Sieht man jetzt hier auch an dem Ausgang, ne, von der natürlich, klar. Weil klein, günstig, peppig heißt jetzt ja nicht auf Komfort verzichten. Das muss man schon differenzieren, weil wir wollen ja Urlaub machen, wir wollen uns erholen, wir wollen den Stress einfach abbauen. Das heißt, ich brauche schon einen gewissen Komfort. Okay. Alles klar. So, wir haben jetzt sogar wahrscheinlich ein Badfenster, das werden wir gleich sehen. Hier hinten sind 2 Fenster. Ich gehe mal stark davon aus, das ist ein Stockbett. Genau, Stockbetten für die Kiddies, ne? Okay. Junge Familie. Die kleinen Wurzeln müssen ja auch irgendwo mit, ne? Jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das ganze Design mal von innen an. Ich bin auf jeden Fall gespannt und auch hier finden sich die Farben von außen ein bisschen wieder, aber nicht ganz so knallig. Das war Absicht, oder? Das ist Absicht. Vor allen Dingen, wir wollen einfach weg von den ganzen Konzepten, die es sonst so gibt. Beispielsweise Küche. Wir haben hier... Die Arbeitsplatte haben wir auch. Ja. Wir haben hier einen Kocher, weil es ist kaum einer im Campingwagen, der sich einen Schweinsbraten macht, sondern alles spielt sich draußen ab. Ich habe draußen meinen Grill, ich mache meine Espresso-Maschine draußen an und das, was ich hier machen kann, ich koche meinen Kaffee, ich mache mir irgendeine Suppe warm, ich mache mir meinen Teller Spaghetti, was auch immer. Dafür ist es absolut okay. Ansonsten gehe ich auch essen. Das ist eigentlich ein guter Hinweis, ne? Also weil seltenst brauche ich ja wirklich alle 4 Platten, also maximal eigentlich 2, ne? Also vor allem im Campingurlaub. Und ja, finde ich super genial. Man spart sich ja so viel Platz und die ist wahrscheinlich auch transportabel. Ja, die nehme ich mit. Da kann ich auch zu Hause, wenn es sein muss, zu Hause auch irgendwas machen. Ja. Ich kann sie während der Fahrt verstauen. Ich lege sie dahin, wo ich sie brauche oder wo ich sie nicht brauche. Oder wenn ich mal einen Salat mache, kann ich die einfach wegstellen und habe die Arbeitsplatte. Ne? Genau. Ich muss gestehen, ich habe davon 2 zu Hause. Wir haben keine normale Platte und die werden dann rausgetragen, wenn wir den Fisch machen. Genau. Und wenn wir dann nur eine brauchen, steht nur eine da. Ja, eine steht immer da, klar, aber manchmal stehen auch 2 da. Ja. Und das sind die besten, tatsächlich schnellsten, die ich kenne von Ikea. Also die sind wirklich schnell. Ja, die funktionieren wirklich super gut. So, und, okay. Manchmal so gut. Die sind echt gut. Ja, was natürlich wichtig ist,
in meinen Augen ist die Mikrowelle, weil ich habe immer irgendwas, was ich schnell mal machen will. Ist das ein Kombiofen oder? Das ist eine Mikrowelle. Ah, okay, nur Mikro. Okay. Mikro. Ja. Mikro. Ja gut, aber theoretisch könnte ich ja auch einen kleinen Ofen reintun, wenn ich den lieber habe, oder? Aber Ja, klar. nochmal, Das stimmt. wer kocht im Wohnwagen ein richtiges 3-Gänge-Menü? Nee, ich denke nur an Brötchen aufbacken vielleicht. Das wäre Ja. noch das, wo ich jetzt gedacht Also, hätte. ich gehe morgens zum Bäcker und hole mir frische Genau, Brötchen. das wäre dann halt die Alternative, genau. Ja, aber ich will damit sagen, man kann es ja doch noch ein bisschen auf seine individuellen Logisch, das Bedürfnisse kannst du individuell anpassen. machen. Das ist einfach mal ein Fingerzeig, ein Gedanke, was kann man machen. Und jeder Camper ist ja sowieso so individuell. Der macht das dann für sich so, wie er es braucht. Genau. Ja, wir geben eine gewisse Basis und alles drumherum, das schmückende Beiwerk, das macht jeder individuell für sich. Ja. Ja. So, jetzt sehe ich auch hier wieder, ich will nicht, dass das Video zu lang wird, weil es ist eigentlich ein kleines Fahrzeug. Und, Aber es hat viel zu zeigen. es hat viel zu zeigen. Ja. Es sind viele Neuheiten drin, viel anders gedacht, hast du ja auch schon gesagt. Ja. Wir haben jetzt hier oben noch Staufach mit so einem So. Hängeschrank. Genau, einfache, praktische Details. Weg von dem Gestaubten, weg von den klassischen Hängeschränken mit Holz und bla bla bla, sondern hier einfach zack, zack, zack. Da haben wir solche Griffe, solche Halterungen, die kann man hier einfach rausmachen und man kann den Korb, sag ich mal, dahin hängen, wo er einfach hin muss. Ja. Ja. So, und die Kiddies können hier oben schlafen, Kiddies können hier unten schlafen. Alles kann man runterklappen. Na ja, klar, man kann das hier runterklappen. Ja. Und auch von der ganzen Art und Weise. Ihr seht das hier, wir haben hier einfach, ich sag jetzt mal spitz gesagt, dicke Holzstangen. Ja. Keine großen, fetten, dicken, schweren Möbelkonstruktionen, sondern wir wollen ja ein Leichtkarawan machen. Ich wollte gerade sagen, das sind zwar dicke Holzstangen, aber es ist ein leichtes Holz, genau. Ja klar, aber Von daher. das ist auch für Papa geeignet. Ja, genau, genau. Ja, das heißt, wie viel Kilo können die Betten denn tragen? 70 Kilo. Okay. So, und das ist für die Kiddies schon, da sind schon größere Kiddies, ne? Also da passen wir beide auf. Ja, genau. Und die Kisten sind jetzt auch wieder Kunststoff. Also auch hier schauen wir wieder, dass wir leicht unterwegs sind. Genau. Und praktikabel, die sind rausnehmbar und so weiter. Also wenn ich die mal nicht brauche, wenn ich vielleicht auch mal nur ein Wochenende weg bin, dann reicht vielleicht mal eine Kiste oder zwei und dann kann ich die dritte zu Hause lassen. Ne? Genauso. Oder denkt da einfach mal Familie mit dem Hund. Der Wauwau braucht irgendwo seinen Platz. Und damit er nicht irgendwo im Weg rumliegt, kommen die Kisten raus und der Hund hat da seinen Platz. Kriegt seine Decke und alle sind glücklich. Und da sind halt keine nervigen Schränke und sonst was, ja. Also Genauso ist das, ja. Oder ich will mal tatsächlich irgendwas transportieren. Es gibt ja auch durchaus Leute, die nehmen, was weiß ich, ein Schlauchboot mit. Irgendwelche großen Utensilien. Ja, genauso, ne? Zack, hinten rein, Deckel zu, fertig ist. okay. So, jetzt kommen wir mal zu dem Bett hier vorne. Beziehungsweise, Noch zwei Details. Sind das normale Türen oder? Ja, Genau, Schrank. okay. Schrank. Noch einmal ganz kurz zeigen, weil wir öffnen gerne. natürlich auch immer mal ganz gerne, um zu Das sehen, was das auch noch Können wir machen. bietet. Und vor allen Dingen total cool. Oder, Moment, muss da. Ah, okay, es hat eine Ja. Verriegelung. Genau. Hast du gut erkannt? Weil hier der Schrank total cool, denn im Sommer spielt sich alles draußen ab und wenn ich irgendwelche Utensilien brauche, ein Glas, ein Teller, was auch immer, dann muss ich nicht erst ins Fahrzeug rein, sondern ich mache es ganz bequem von hier außen, zack, 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 raus, fertig, Ende. Ja. Urlaub, easy going. Ja, wir kommen immer wieder zum Simpel zurück. Ja. Ich gehe jetzt mal hier vor, weil ich glaube, wir sind jetzt schon gefühlt bei einer Viertelstunde. So, und wir sind noch lange nicht durch. Auch hier unten sehen wir wieder Kisten zum Verstauen, die man eben rausnehmen kann. Hier ein Tisch, den ich Rauf und runter machen Genau. kann, ne? Normal als Sitzgruppe Ja. zum Essen, weil man ist ja nicht nur im Sommer unterwegs, wo sich alles draußen abspielt, sondern es kann ja auch mal in der Übergangszeit sein. Oder wie jetzt, wir sind hier auf dem Caravansalon, ist Ende August. Ein paar Tage vorweg waren es 35 Grad. Gestern hat es geregnet, was der Himmel so herbrachte. Also so muss ich mich ja auch aufs Wetter auch beim Camping einstellen. Ja. Aber Winterfest ist mit dem nicht so gut, oder? Also Winterfest ist ja nicht wirklich. Natürlich, man kann hier auch im Winter fahren. Sicherlich, der Wagen kommt irgendwann an seine Grenzen. Wir haben hier eine Heizung drin. Ja. Wir haben eine Elektroheizung. Ja. Wir haben also keine große Gasanlage drin. Ich muss auch damit nicht zur Gasprüfung jedes Jahr oder alle 2 Jahre, muss dafür kein Geld investieren, sondern wir machen das mit Elektroheizung hier. Okay, verstehe. Und ich nehme stark an, dass diese Sitzgruppe kann jetzt auch als Bett umgebaut werden. Genauso ist das. Also entweder so als, ich sag's mal, als Längsbett für die nicht ganz so groß gewachsenen oder eben dann Tisch runter, wie wir es hier haben, Polster drauf und man schläft vernünftig quer. Verstehe. Ich glaube, das muss man nicht demonstrieren, kann man sich gut vorstellen, oder? Das ist, ich sag's mal, klassisch wie überall in der Campingbranche. Ja, Da okay. Wir haben hier, was mich sehr überrascht, einen riesen Dometic-Kühlschrank mit drin. Genau, das habe ich mir auch eben gedacht. Also klein ist anders.
Vor allem Komfort, weil das ist ja jetzt schon ein Kühlschrank, der auch richtig gut funktioniert. Genau. Der funktioniert richtig gut, weil Ja. Back to Basic, alles was wichtig ist drin. Ja. Alles andere, den überschüssigen Ballast. Und das Genau, du hast es gerade schon gesehen. Ja. Egal da, wo ich bin, so mache ich den Kühlschrank auf, wie ich es benutze. Genau. Einer der Gründe, warum es mein Favorit ist, genau. Ja. Yes. Okay, dann wollen wir uns doch noch mal das Bad anschauen. Ich komme Ja, genau. Komm mal auf die andere Seite. Genau. So, Ach, wie süß. Jan, deine Reaktion? Sehr bitte? schön. Ja, ist ja fast wie zu Hause. Süß. Vor allem mit der indirekten Beleuchtung im Spiegel ist es sehr schön. Und auch wieder die Farben finden sich natürlich wieder im Waschbecken. Sehr schick. Ja, ihr habt das also ihr habt diese Farben von außen gewählt, bisschen dezenter, bisschen leichter. Ich finde es sehr schön, weil es trotzdem zeitlos ist. Es ist farbig, aber zeitlos, dadurch, dass es nicht ganz so knallig ist, oder? Ja, ganz genau so ist das. Und wie gesagt, du hast es vorhin schon gesagt, dieses Eingestaubte, das sollen andere machen. Ja. Nee, also ich finde die Farbkombination wirklich sehr, sehr schön. Und auch das ist wieder so ein, wie nennt man die? Und Ikea Packboard, glaube ich, heißt Was in der Richtung, ja. Genau. Die sparen natürlich auch super viel Platz und Gewicht vor allem auch, weil ja eben diese Aussparung noch da ist. Ja, genau. Und multifunktionell, weil Ja. so wie ich hier das Band brauche, so mache ich es hin. Und da kann ich dahinter klemmen, was sein muss. Tempotücher. Mittlerweile gibt es sogar noch bessere Sachen, die man dranhängen kann. Die haben wir nämlich jetzt zu Hause. Und von daher, genau. Die Jan kennt sich aus. Einschmeißen, genau. Das ist echt ganz gut. Ja. Schlüssel, Tempotücher, Ja. irgendwas. Es gibt immer 1000 Sachen, die im Campingurlaub irgendwo rumfliegen. Ja. Ist einfach so. So, und die spannst du da einfach dran. Oder hier auch so diese kleine Schale, da passt der Schlüssel rein, Ja, da genau. passt was auch immer. Ja, es gibt 1000 Sachen und die kannst du da vernünftig ablegen. Die sind super Sie sind praktisch. aufgeräumt und fertig ist. Sehr schön. Und wie, also hier, das ist die Dusche und Toilette in einem, ne? Hier ist wahrscheinlich dann ein Vorhang. Genau so ist das, ja. So, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ach, der ist nicht drin, oder? Der ist nicht drin, den haben wir jetzt rausgemacht, weil leider auf der Messe immer die Echt? Kunden Auch irgendwo den dann Duschvorhang? rumspielen und gerne Souvenirs mitnehmen. Ja, okay. Okay, das heißt, ich nehme den Wasserhahn, der wird dann zur Dusche unfunktioniert. Genau so ist es. Man kann den Wasserhahn einfach rausziehen Ja. und dann dusche ich mich ab. Oder ich könnte den als Außendusche funktionieren. Geht auch, weil Umfunktionieren, da genau. ist das Fenster. Ja. Man kann also den Wasserhahn einfach rausziehen und ich kann mich draußen abduschen. Ja, sehr genial. Also eigentlich muss man hier auf diesem kleinen Raum nie auf nichts verzichten, wenn ich das so sehe. Also man Genau kann so mit ist das. 4 Personen hier schlafen, man kann kochen, man hat einen Riesenkühlschrank, man hat eine Außendusche, wenn man will, sogar dabei. Also ich weiß nicht, was einem hier noch fehlen sollte. Also, ja. dann lass uns starten. Wann geht's los? Wann geht's los? Ne? Hat mir die Frage jetzt geklärt, wie das ist mit dem neuen Führerschein? Was muss man da machen, um den fahren zu dürfen? Also, wir haben. Nichts, du darfst ihn fahren. Was? Du darfst ihn fahren. Mach einfach. Weil. Mach einfach. Mach einfach. Frag Papa, ich will mal los. Ne? Genau. Nee, jetzt mal ohne Witz. Nein, also es gibt. Ich würde so gern dein Gesicht zeigen, das ist einfach so schön so. Wirklich? Wirklich? Ich? Jetzt mal ohne Witz. Nee, okay. Das wird jetzt aber ganz schön kompliziert, ne? Weil das ist ein Haufen Theorie. Ja. Es gibt so ein Zuggesamtgewicht und es gibt die 3500 Kilo Ja, genau. Gesamtgewicht und Anhängelasten und so weiter und so fort. Zuladung. Genau, Zuladung summa summarum mit einem vernünftigen Auto kann man dieses Gespann fahren. Das, Mit einem normalen Genau. B-Führerschein. Ja, ich sag jetzt einfach. Ist es, ne? Nee, es hat mit der einen Achse nichts zu tun. Das hat, das hat was mit dem Zuggesamtgewicht Ja, okay. zu tun und mit dem Anhänger. Okay. Also ein normaler B-Führerschein oder ein Anhängerführerschein? Ein normaler Pkw-Führerschein. Okay. Ja, das heißt, wenn ich ein Auto habe, was es ziehen kann, Anhängerkupplung hat und Jedes Ja. Auto kann das ziehen. genau, super. Toll. Also das ist wirklich mal ein Einsteigermodell. So, und jetzt, was natürlich sehr interessant ist, worauf die meisten natürlich jetzt warten, was kostet das Ganze? Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Echt? Keine Ahnung. Sollen wir aufs Preisschild geh gucken? mal gucken. Ja. Komm. Also, der Verkäufer weiß es auch nicht. Man sagt ja so schön, über den Preis spricht man nicht, oder? Okay, das Also, Basisfahrzeug um genau. 16.000. So, jetzt haben wir Was? hier ein paar technische Daten. Mal so ein bisschen runter. Ja. Wir haben hier, um mal so auf Den die... Namen nochmal. Genau. Aviva 360 DK Lite. Ja, stimmt. Das Modell haben wir auch noch gar nicht benannt, wie es wirklich heißt. Genau so ist das. So, das heißt, wir haben also ein maximales Gesamtgewicht von dem Anhänger von 800 respektive 1000 Kilo. Wir haben eine Masse fahrbereit. Das hört sich jetzt alles fürchterlich technisch an. Das hat irgendwo der Gesetzgeber so festgelegt, dass man einen Standardwohnwagen hat ohne irgendwelches Zubehör. Da ist drin
das Standard-Equipment, was man einfach braucht. Also ein bisschen Wasser, ein bisschen Ladekabel, das gehört alles mit in diese Masse fahrbereit. Und dann reden wir hier über 750 Kilo. Heißt also, ich kann bei einem ganz leichten Gesamtgewicht 50 Kilo zuladen, respektive 250 Kilo. Nicht schlecht. Also für das ganze Equipment, was man so hat, Klamotten, Nudeln, Spielsachen. Ja, kann man ja auch Sachen ans Auto machen. Jetzt mal, genau. Genau so ist das. Wohnmobil ist halt immer schwierig. Ich habe einen Hund, ich habe eigentlich 4 Hunde. Ja, rechne mal hoch, genau. Da bist du schon bei 150 Kilo so ungefähr, ja. Okay, also ich bin auf jeden Fall überzeugt, die Jeanne glaube ich auch. Ihr hat es auch super gut gefallen. Und ich glaube, ja, wir schauen uns noch ein bisschen mehr an, oder, von Adria? Wenn ihr die Zeit habt, dann würde ich euch gern das ein oder andere noch zeigen. Ja. Super. Und bevor ihr es vergesst, bitte abonniert German Television, weil wir sind natürlich auf euch angewiesen, um da weiterzumachen und so weiter. Und es kostet auch nichts, will die Jeanne noch hinzufügen. Genau. Ich wollte auch gerade sagen, und wenn euch das Format jetzt mit uns beiden zum Beispiel gefällt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen, falls ihr gerne mehr von uns sehen wollen würdet. Genau. Ansonsten werden wir entlassen. Also macht das bitte. So sieht's aus. Wie heißt das so schön? Also wir können uns ein Leben ohne euch nicht vorstellen, aber wir versuchen es mal. Ja, genau. Mit diesen Worten schließen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.